Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir freuen uns wirklich riesig, dass du wieder dabei bist. Willkommen zurück bei Alltag Deutsch. Heute ist Tag 62 und das heißt, wir sind jetzt am zweiten Tag in unserem B1-Level. Genau. Und das bedeutet auch, die ersten 60 Tage im Level A2, die hast du erfolgreich geschafft. Absolut. Halte da ruhig mal einen Moment inne und sei stolz auf dich. Das ist eine wirklich starke Leistung. Absolut. Und ab jetzt machen wir mit dem B1-Programm weiter. Das Ziel, das bleibt dasselbe. Richtig. Wir lernen jeden Tag 15 neue Wörter und bewegen uns so, also Schritt für Schritt, auf unser großes Ziel zu. Die wichtigsten 3000 Wörter der deutschen Sprache bis Tag 200. Genau das ist der Plan. Im B1-Level wollen wir dich aber noch ein bisschen aktiver einbeziehen. Wir haben uns da was Neues überlegt, um dein Lernen noch effektiver zu machen. Stimmt. Und zwar gibt es jetzt zu jeder Lektion ein extra Video mit Fragen zu unserer Alltagsgeschichte am Ende. Wie funktioniert das denn genau? Das ist ganz einfach. Wir stellen eine Frage zur Geschichte, dann gibt es eine kurze Pause für dich zum Antworten und direkt danach hörst du schon die richtige Lösung. Ah, super. So kann man sich sofort selbst kontrollieren und das Hörverstehen aktiv trainieren. Ganz genau. Und unser Tipp dazu: Hör dir diese Videos am besten mehrmals am Tag an. Und was ganz wichtig ist? Beantworte jede Frage laut. Ja, auch wenn es sich am Anfang vielleicht ein bisschen komisch anfühlt. Stimmt, indem du laut sprichst, trainierst du dein Gehirn, die Sätze automatisch zu verstehen und zu reagieren, also ganz ohne langes Übersetzen im Kopf. Und eine Sache bitte nicht vergessen: die Shadowing-Technik. Oh ja, die ist Gold wert. Die kennst du ja schon, aber sie wird jetzt, ich sag mal, noch wichtiger. Also, schau das Video zuerst mit Untertiteln. Damit du auch sicher bist, dass du alles verstanden hast. Richtig. Und direkt danach schaust du es dir noch einmal ohne Untertitel an. Und dann immer nach jedem Satz kurz pausieren, ihn laut nachsprechen und versuchen, die Aussprache und die Satzmelodie so gut wie möglich zu imitieren. Das ist wirklich der Schlüssel, um natürlicher und sicherer zu klingen. So, nach den ganzen Lerntipps würde ich sagen, kommen wir zum heutigen Thema. Ja, ein Thema, das uns wirklich alle betrifft. Familie und Verwandte. Ein super wichtiges Alltagsthema. Früher oder später spricht ja jeder mal über seine Familie. Absolut. Wir zeigen dir heute 15 nützliche Wörter, mit denen du über Eltern, Geschwister und die Beziehungen in der Familie sprechen kannst. Und wie immer wartet am Ende eine kleine Alltagsgeschichte auf dich. Da kommen dann alle neuen Wörter drin vor. So siehst du sie direkt im Kontext. Es lohnt sich also, bis zum Schluss dabei zu bleiben. Fangen wir doch mal mit dem grundlegendsten Wort an, sozusagen dem Überbegriff für alle. Unser erstes Wort ist die Verwandte. Das ist im Englischen relative. Wichtig ist hier die Form, also es ist der Verwandte für einen Mann. Die Verwandte für eine Frau. Und im Plural die Verwandten. Ein einfacher Beispielsatz wäre dann: Ich habe viele Verwandte in Österreich. Genau. Das schließt dann alle ein. Onkel, Tanten, Cousins und so weiter. Und aus dieser großen Gruppe nehmen wir uns jetzt mal eine ganz spezielle Person vor. Eine, über die es, glaube ich, viele Geschichten und Witze gibt. Ich ahne, was kommt. Du meinst die Schwiegermutter. Genau, die Schwiegermutter. Auf Englisch die Mother-in-law. Das ist also die Mutter deines Ehemanns oder deiner Ehefrau. Richtig. Und hoffentlich kannst du dann diesen Satz sagen: Meine Schwiegermutter ist sehr freundlich. Das wäre natürlich schön. Damit so eine Beziehung gut funktioniert, ist eine Sache entscheidend. Und das bringt uns zu unserem nächsten Wort, einem ganz wichtigen Verb: sich verstehen. Auf Englisch to get along oder auch to understand each other. Und die Perfektform lautet: hat sich verstanden. Man kann zum Beispiel sagen: Ich verstehe mich gut mit meinem Bruder. Ja, das beschreibt eine sehr harmonische, positive Beziehung. Eben. Das ist der Idealfall. Aber wir wissen ja alle, im Familienleben ist nicht immer alles nur harmonisch. Leider nicht, nein. Manchmal gibt es Konflikte. Und so ein Konflikt, der hat einen Namen: der Streit. Das englische Wort dafür ist Argument oder Quarrel. Ein Streit ist also eine Auseinandersetzung, bei der man verschiedener Meinung ist. Richtig. Ein typischer Satz, der die Situation danach beschreibt, wäre: Nach dem Streit haben sie wieder gesprochen. Und wenn wir das Substantiv haben, gibt es natürlich auch das passende Verb dazu. Was machen die Leute bei einem Streit? Sie sich streiten. Genau. To argue oder to quarrel. Die Perfektform ist: hat sich gestritten. Wichtig, es ist ein reflexives Verb. Und der Beispielsatz beschreibt eine Situation, die hoffentlich nicht so oft vorkommt. Sie streiten sich oft.
Aber was ist das Wichtigste nach einem Streit, damit die Beziehung wieder, ich sag mal, heile wird? Man muss den nächsten Schritt machen. Und das ist unser 6. Wort. Verzeihen. To forgive. Ein sehr kraftvolles Wort, finde ich. Ja, absolut. Es bedeutet, dass man dem anderen seine Fehler nicht mehr nachträgt. Die Perfektform ist, hat verziehen. Und oft wird es als Frage formuliert, wenn man sich entschuldigen will, oder? Stimmt. Zum Beispiel, kannst du mir bitte verzeihen? Das ist ein guter Übergang. Verzeihen und Verständnis. Das sind ja auch ganz zentrale Aspekte, wenn man Kinder großzieht. Absolut. Das führt uns zu unserem nächsten Themenblock und dem Wort die Erziehung. Auf Englisch wäre das Upbringing. Genau. Es beschreibt den ganzen Prozess, wie Eltern ihre Kinder auf das Leben vorbereiten und ihnen Werte vermitteln. Ein Satz, dem wohl jeder zustimmen kann, ist: Die Erziehung der Kinder ist wichtig. Ja. Und die Handlung, die dahinter steckt, ist unser 8. Wort, das Verb erziehen. Also to raise oder to bring up. Richtig. Die Perfektform ist hat erzogen. Eltern haben diese große Aufgabe. Deshalb auch unser Beispielsatz. Eltern müssen ihre Kinder gut erziehen. Ein ganz, ganz wichtiger Teil einer guten Erziehung ist es ja auch, seinen Kindern Halt zu geben. Und Hilfe. Das passende Verb dafür ist dann unterstützen. Ein wunderbares Wort. To support. Das kann finanzielle, aber vor allem auch emotionale Hilfe sein. Und die Perfektform ist: hat unterstützt. Ein Satz, der, wie ich finde, ein Gefühl von Geborgenheit vermittelt, ist: Meine Eltern unterstützen mich immer. Aber es gibt ja auch ein zu viel des Guten. Oh ja. Wenn Eltern ihren Kindern wirklich alles abnehmen und jeden Wunsch erfüllen, kann das negative Folgen haben. Das Kind wird dann vielleicht verwöhnt. Genau. Das ist ein Adjektiv, auf Englisch spoiled. Es beschreibt ein Kind, das es gewohnt ist, immer alles zu bekommen und dann vielleicht undankbar wird. Man hört das oft als kritische Beobachtung. Das Kind ist zu sehr verwöhnt. So, und bevor wir weitermachen, eine kurze Unterbrechung. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du uns bei unserer Mission unterstützen möchtest, Deutschlernen einfacher zu machen, dann abonnier doch gern unseren Kanal. Und gib uns einen Daumen nach oben. Das motiviert uns sehr und du verpasst keine neue Folge mehr. So, machen wir weiter. Im Leben einer Familie gibt es ja nicht nur Erziehung und Streit, sondern auch große, freudige Ereignisse. Ja, zum Glück. Ereignisse, die alle zusammenbringen. Das wohl größte davon ist die Hochzeit. Die Wedding. Ein Fest, bei dem 2 Menschen heiraten. Ein sehr positives Wort. Man könnte zum Beispiel den Termin planen und sagen, die Hochzeit findet im Sommer statt. Damit das Familienleben aber auf Dauer gut funktioniert, braucht es bestimmte Charaktereigenschaften von allen. Stimmt. Eine ganz wichtige davon ist, geduldig zu sein. Auf Englisch patient. Also die Fähigkeit, ruhig zu bleiben und abzuwarten, auch wenn es mal schwierig oder langsam wird. Ein schönes Kompliment für jemanden ist der Satz: Meine Mutter ist sehr geduldig. Ja, total. Eine weitere Eigenschaft, die Vertrauen schafft und für Stabilität sorgt, ist, verlässlich zu sein. Reliable oder dependable? Genau. Eine verlässliche Person hält ihre Versprechen und man kann sich eben auf sie verlassen. Das ist eine der besten Eigenschaften, die man jemandem zusprechen kann. Der Satz dazu ist ganz einfach: Er ist sehr verlässlich. Und um Missverständnisse und Streit von vornherein zu vermeiden, hilft es ungemein, wenn die Kommunikation gut ist. Dafür muss man offen sein. Ja, im Englischen open oder honest. In diesem Kontext bedeutet es, ehrlich über Gefühle und Gedanken zu sprechen. Also nichts zu verbergen. Genau. Das Idealbild einer funktionierenden Familie könnte man so beschreiben. Wir sprechen offen über alles. Und unser letztes Wort für heute fasst viele dieser positiven Eigenschaften zusammen. Es ist quasi die Basis für ein harmonisches Miteinander. Ein sehr schönes Wort. Rücksichtsvoll. Auf Englisch considerate oder thoughtful. Ja, es bedeutet, dass man die Bedürfnisse und Gefühle der anderen Menschen beachtet und sein eigenes Verhalten danach ausrichtet. Unser letzter Beispielsatz ist deshalb auch ein guter Ratschlag für uns alle. In einer Familie soll man rücksichtsvoll sein. Das waren sie, unsere 15 Wörter zum Thema Familie. Du siehst, es geht um Personen, um positive und negative Interaktionen und um die Eigenschaften, die alles zusammenhalten. Genau. Und jetzt hörst du, wie all diese Wörter in einem echten Kontext klingen. Hier kommt unsere kleine Alltagsgeschichte. Hör gut zu. Meine Schwester plant ihre Hochzeit. Alle Verwandten sind eingeladen. Meine zukünftige Schwiegermutter ist eine tolle Frau. Wir verstehen uns super.
Die Erziehung in unserer Familie war immer sehr offen. Unsere Eltern haben uns so erzogen, dass wir verlässlich sind und uns gegenseitig unterstützen. Trotzdem gab es einen kleinen Streit über die Gästeliste. Mein Bruder und ich streiten uns manchmal, aber wir verzeihen uns immer schnell. Man muss eben geduldig und rücksichtsvoll miteinander sein. Nur mein kleiner Neffe ist manchmal etwas anstrengend, weil er sehr verwöhnt ist. Eine wirklich realistische kleine Geschichte. Man hat das große freudige Ereignis, also die Hochzeit, aber eben auch die kleinen alltäglichen Probleme. Ja, wie ein Streit über die Gästeliste. Genau. Und es wird klar, dass die positiven Werte, wie sich gegenseitig zu unterstützen, geduldig und rücksichtsvoll zu sein, das Fundament sind, das die Familie auch durch kleine Konflikte trägt. Und jetzt bist du an der Reihe. Versuch doch mal, deine eigenen Sätze mit diesen neuen Wörtern zu bilden. Ja, schreib sie einfach unten in die Kommentare. Wir freuen uns wirklich darauf, sie zu lesen. Unbedingt. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann denk daran, den Kanal zu abonnieren. Und uns einen Daumen nach oben zu geben. Das hilft uns, noch mehr Menschen beim Deutschlernen zu erreichen. Morgen geht es hier direkt weiter. Dann widmen wir uns einem sehr, sehr praktischen Thema. Reisen planen. Oh ja, das wird super. Da zeigen wir dir wichtige Wörter rund um Buchungen, Urlaub, Verkehrsmittel und alles, was man für die Reisevorbereitung so braucht. Das wird super nützlich für den nächsten Urlaub. Absolut. Also bleib unbedingt dabei. Wir hören uns morgen. Tschüss, bis morgen.